Wir stehen hier auf dem Stellplatz P5 in Dinkelsbühl. Vor mir stehen Sigi und Thomas. Die beiden haben wir kennengelernt, ja, über eine E-Mail. Und die beiden wollen uns jetzt Dinkelsbühl, besonders die Innenstadt oder Altstadt, zeigen. Aber bevor es richtig losgeht, muss ich euch natürlich erst zeigen, wo wir genau sind und welchen Stellplatz wir nutzen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Dinkelsbühl ist eine Kreisstadt in Mittelfranken und liegt südwestlich von Nürnberg. Die Stadt ist bekannt durch ihr sehr gut erhaltenes mittelalterliches Stadtbild. Wir haben die Stadt bzw. den Stellplatz über die A7 angefahren, mussten dann noch einige Kilometer eine Nebenstrecke nutzen und haben dann den Stellplatz erreicht. Von der A7 bis nach Dinkelsbühl oder zum Stellplatz sind es ca. 10-12 Kilometer auf der Nebenstrecke. In Dinkelsbühl gibt es 2 Stellplätze und einen Campingplatz. Wir wollen den Stellplatz P5 nutzen. Er liegt in unmittelbarer Nähe der Innenstadt oder Altstadt. Wir brauchten nicht durch die Stadt fahren, um den Stellplatz hier zu erreichen, sondern wir sind im Außenbereich der Stadt geblieben und haben dann hier ohne Probleme den Stellplatz erreicht. Wir kommen hier an einem Montag, es ist der 15. Juni, um 12:38 Uhr an. Woher weiß ich das so genau? Ich habe den Trekivi, der zeigt mir ganz genau die Route an, mit allen Daten, wann ich wo genau gewesen bin. Wer sich für den Trekivi interessiert, unter dem Video gibt es einen Link mit Rabattcode. Dort könnt ihr dann mehr erfahren und ihr bekommt auch einen Preisnachlass, falls ihr sowas bestellt. Der Stellplatz war fast voll belegt. Wir haben einen der wenigen letzten Plätze noch erreicht. Einen ganz schönen Platz mit einem bisschen Schatten von Bäumen. Wir waren etwas erstaunt, dass der Platz an einem Montagmittag schon so gut belegt ist. Es gibt hier 35 Parzellen für Wohnmobile bis zu einer Länge von 10 Metern. Ich habe allerdings gesehen, es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Plätze. Dort können auch längere Fahrzeuge stehen. Von oben gesehen sieht es folgendermaßen aus. Ab Mitte nach rechts sind Stellplätze für Wohnmobile, ab Mitte nach links Pkw-Parkplätze. Allerdings werden diese Pkw-Parkplätze teilweise auch von Wohnmobilen genutzt, da sehr wenige Pkws hier nur parken. So war es jedenfalls in der Zeit, in der wir uns hier aufgehalten haben. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, weshalb wir hier sind. Und zwar haben Sigrid und Thomas uns angeschrieben, guckt euch doch mal die schöne Altstadt oder historische Altstadt von Dinkelsbühl an. Und da wir gerade hier in der Gegend waren, haben wir die Gelegenheit genutzt und sind hier zu diesem Stellplatz gekommen. Und jetzt geht's mit Sigi und Thomas weiter. Erzähl mal kurz, fangen wir mal mit Sigi an, erzähl mal kurz, wie ist Dinkelsbühl oder was ist das Besondere an Dinkelsbühl? Ja, Dinkelsbühl ist die schönste Altstadt Deutschlands, hat Focus festgestellt, und es ist auch wirklich so eine wunderschöne Stadt mit Fachwerkhäusern, mit einer rundum Stadtmauer, 4 Tore, man kommt nur durch 4 Tore nach Dinkelsbühl rein, und aber alles trotzdem noch beschaulich, also eine wunderschöne alte Stadt mit Kopfsteinpflaster. Ihr werdet es lieben, ich bin sicher. Ja, wunderbar. Thomas, du bist nicht gebürtig hier aus Dinkelsbühl, oder wie? Das ist richtig. Meine ersten 30 Jahre, die habe ich im Rheinland verlebt. Ich komme aus Neuss, das ist die Nähe von Köln, Düsseldorf, die Ecke. Und bin dann über den Stuttgarter Raum eine ganze Zeit lang nach Dinkelsbühl gekommen zu meiner Frau. Ja, schön. Ja, jetzt wollen wir aber gemeinsam erstmal in die Stadt gehen und uns die schöne Stadt anschauen, und dann geht's weiter. Sehr gerne, ich freue mich. Das war eine ganz spontane Aktion. Die beiden haben uns hier auf dem Stellplatz besucht und haben angeboten, uns die Stadt Dinkelsbühl ganz in Ruhe zu zeigen. Und da geht's jetzt los. Sag nochmal. Genau, um Dinkelsbühl rum geht es einen Weg, der komplett einmal um die Stadtmauer entlang
geht. Das heißt, man kann in ungefähr 20 Minuten, wenn man ein bisschen stramm läuft, wunderschön um die Stadt herumlaufen, aber auch mit dem Fahrrad fahren. Geht auch wunderbar mit dem Fahrrad und dann hat man einmal die Stadt umrundet, hat alle Tore gesehen, alle Türme gesehen. Auch eine wunderschöne Sache. Danke. Da sieht man schon wunderschöne Fachwerkhäuser. Wahnsinn, ja. Ganz viel auch Außengastronomie. Man kann abends auch wunderschön sitzen. Wir haben unglaublich viele Störche in dieser Stadt. Ich glaube, es sind wieder über 30 mindestens, die dann abends hier auch klappern und auf den Dächern sitzen. Und das ist auch ganz okay, wenn man nicht unbedingt dann so ein Haus hat, wo der oben drauf sitzt, aber auch viele Nester natürlich. Ja. Und du hast hier auch wirklich noch eine Stadt, die lebt. Also es ist nicht so, dass manche Städte sind da so ein bisschen ausgestorben. Wir haben wirklich auch noch eine schöne Gastronomie, wir haben schöne Läden hier, die auch wirklich noch leben. Da ist eine ganze Menge geboten, auch für die Einheimischen. Ja. Wir werden ja hier und da schon mal erkannt durch unseren YouTube-Kanal, dass hier auch in Dinkelsbühl passiert. Da hat uns ein anderer Camper angesprochen und da hören wir mal rein. Darfst du das sagen? Ich habe euch im Winter über verfolgt, wie ihr in Spanien wart. Weil ich auch daran interessiert bin, mal nach Spanien im Winter zu campen halt, ja. Ja. Und da bin ich immer so am Schauen und hole mir ein paar Eindrücke. Und jetzt für Februar, März haben wir jetzt gebucht für Spanien. Also 97, ne? 2027, ja. Wo geht's da hin? Mazaron. Mazaron. Ja. Auf den neuen Bahia-Platz? Nein. Area Camp? Ja. Genau. Ja, den kennen wir auch. Ja. War auch schon. Waren jetzt Bekannte unten und da haben wir Kontakt gehabt und haben gesagt, seid so gut und bucht für uns, weil es ist sehr schwierig, was zu bekommen. Richtig. Ja. Ja, das freut mich, dass es geklappt hat. Und jetzt schläge ich gerade Eis und sehe, das muss der Konrad sein. Genau. Alles klar. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, euch auch, weiterhin gute Reisen. Danke. Jo, ciao. Ist doch immer schön, wenn man so ein Feedback bekommt. Wir freuen uns immer, wenn man uns anspricht. Ist für uns kein Problem. Das ist die St. Georgskirche. Das ist eine katholische Kirche. Man sagt, eine der schönsten Hallenkirchen Süddeutschlands. Das ist auch wirklich eine sehr schöne, sehr große Kirche. Und da müssen wir noch ein bisschen um die Ecke laufen. Die Fenster haben auch so verschiedene Bedeutungen von den Zünften gestaltet teilweise. Da gibt es nämlich ein Brezelfenster, das schauen wir gleich mal noch an. Wenn ihr hier ganz hoch schaut, dann seht ihr, dass die Kirche beim Erbauen fremdfinanziert wurde. Dort oben sieht man nämlich Brezelfenster. Und das ist leicht zu erraten, wer denn da der Sponsor war. Die Bäckerszunft. Ja, genau. Das war ja früher die Zünfte und das ist eigentlich das Auffälligste mit den Brezen, das waren die Bäcker Dinkelsbühls. Am Ende unserer Stadtbesichtigung haben wir gemeinsam mit Sigrid und Thomas noch ein Restaurant für den Abend ausgesucht. Die beiden kennen sich ja hier aus und da haben wir dieses Restaurant ausgewählt. Dort sollte es dann am Abend zum Essen gehen. Also Bank finde ich immer schöner wie... Ich kann natürlich nur einen kleinen Eindruck vermitteln zu diesem schönen mittelalterlichen Stadtbild. Genau. Wir werden am Abend nochmals in die Stadt gehen, nicht nur essen, sondern dann gibt es hier auch einen abendlichen Rundgang mit einem Nachtwächter. Das wollen wir uns auch anschauen. Jetzt gibt es aber erstmal nochmal weitere Informationen zum Stellplatz. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Platz wird sehr gut hier angenommen. Am Tage gibt es oft freie Plätze, das wird am Abend immer schwierig, aber so am Tage, wenn man jetzt um die Mittagszeit kommt oder am frühen Nachmittag, findet man meistens einen freien Platz. An der Zufahrt findet man auch den Parkautomaten, dort bezahlt man die Stellplatzgebühr. Und das war für uns sehr positiv, die Platzgebühr beträgt hier 8 €. Auch an der Zufahrt ist die End- und Versorgung gut anzufahren. Es gibt einmal einen Bodeneinlass, dann gibt es zum anderen natürlich eine Möglichkeit, die Kassette zu entleeren und Frischwasser gibt es dort auch. Frischwasser ist kostenpflichtig. Strom gibt es auf diesem Platz auch. Die Kilowattstunde kostet 50 Cent. Das hatte ich auch noch nicht gesehen, einen Automaten, wo man Gasflaschen kaufen oder tauschen kann. Nicht weit entfernt vom Stellplatz ist der Fluss Wörnitz. Zu Fuß zu erreichen geht ein Weg direkt an den Fluss. Also hier kann man schön spazieren gehen, auch gut mit dem Hund gehen. Es gibt allerdings auch nicht am Campingplatz, am Stellplatz große Freiflächen, Grünflächen, wo man mit dem Hund hingehen kann.
Am Abend haben uns Sigrid und Thomas abgeholt und es ging mit den Fahrrädern in die Stadt. Wir haben den gleichen Weg genommen wie am Tage, so waren wir mit den Rädern ganz schnell in der Stadt. So ging es jetzt zum Restaurant, wo wir schon am Nachmittag Plätze reserviert haben, denn diese Restaurants hier in der Stadt, in der Altstadt, sind immer alle gut besucht. Wir haben ja gutes Wetter und man sieht, viele sind mit dem Fahrrad da. Man kann die Stadt und auch die Umgebung gut mit dem Fahrrad erkunden. Wir haben gut gegessen, ich habe Schäufle gegessen, das gehört glaube ich hier in die Region. Und dann haben wir die Zeit so ein bisschen abgewartet bis 21 Uhr und dann ging es los. Der Nachtwächter macht dann seine Runde und hält vor jedem Lokal. Er erzählt dann Anekdoten oder singt ein historisches Lied und am Ende bekommt er dann ein Getränk vom Gastwirt. Mensch, vergiss der Wohltat nicht. Menschen wachen, kann nichts nützen. Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, für kleine Güte und Macht, schenk uns sein Guten Abend. Sigrid und Thomas fahren auch Wohnmobil, haben aber noch nicht so sehr viel Zeit, da sie noch ein Unternehmen betreiben oder führen. Und das ist auch interessant für uns Camper, die stellen Produkte her, ja, die wir auch nutzen können. Und dazu wird uns jetzt gleich der Thomas mal ein paar Worte sagen. Ja, wir betreiben ein Unternehmen, das elektrische Küchengeräte herstellt. Also alles, was man so in der Küche hat, vom Mixer angefangen über Kochplatten freistehende. Die hat der Opa von Siggi erfunden. 1928 ist das Unternehmen gegründet worden. Hier in Dinkelsbühl hat es dann auch seine eigentliche Evolution dann auch erfahren. Und ihr werdet nachher sehen, in ganz bescheidenen Verhältnissen. Und das Besondere ist, wir sind stark in Kochplatten, ich sagte das gerade schon, und ganz besonders auch in speziellen Kochplatten für Campern. Schön. Ja, jetzt wollen wir aber... Es handelt sich um die Firma Rommelsbacher. Die ist ansässig in Dinkelsbühl im Gewerbegebiet. Größeres Unternehmen, stellen Induktionsplatten unter anderem her und auch fertig zum Einbau in das Wohnmobil. Das ist aber ein Thema, darüber möchte ich in einem extra Video nochmal berichten. Die beiden haben uns eingeladen, ihr Unternehmen mal zu besuchen. Das haben wir auch gemacht. Wir konnten einmal in der Produktion sehen, wie die Dinge hier hergestellt werden. Und zum anderen gibt es hier noch einen Shop. Dort kann man die hier produzierten Produkte käuflich erwerben. Natürlich gibt es auch einen Online-Shop. Bei beiden Shops, online oder auch der vor Ort, gibt es einen Rabatt von 25%, wenn ihr Hako 25 sagt oder bei der Bestellung schreibt. Wie ich schon sagte, ich werde in einem weiteren Video über dieses Thema hier berichten. Da geht es auch darum, wie Thomas sein Wohnmobil gasfrei bekommen hat. Das wird er uns dann genau erklären. Wir haben uns in erster Linie für Induktionsplatten interessiert. Inzwischen nutzen wir eine vom Hersteller Rommelsbacher. Und ich werde demnächst in dem Video dann auch über unsere Erfahrungen damit berichten. Nochmals herzlichen Dank an die beiden, an Siggi und Thomas, dass sie uns so freundlich aufgenommen haben, dass sie uns so viel von ihrem Unternehmen gezeigt haben. Das hat uns sehr gefreut. Wir hoffen, wir treffen die beiden irgendwo mal wieder. Mit 2 Übernachtungen war eigentlich unser Aufenthalt hier in Dinkelsbühl zu kurz. Wir hätten länger bleiben müssen. Allerdings hatten wir einen Termin, beziehungsweise wir hatten eine Einladung zu einem 80. Geburtstag, deshalb musste unsere Fahrt weitergehen. Wir haben dann hier noch entsorgt, das ist hier gut möglich, alles großzügig, was ich auch immer wieder gut finde, wenn eine große Roste drin ist, wo man auch einen Schlauch bzw. unseren Abwasserschlauch einführen kann, sodass man sauber entsorgen kann.
So ging unsere Reise dann am Mittwoch, den 17. Juni weiter. Wir werden noch weitere Stellplätze hier in Deutschland anfahren. Darüber werde ich natürlich auch weiterhin berichten. Das soll es dann mal wieder gewesen sein. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Toll wäre es, wenn ihr Kommentare schreibt. Ich sage Dankeschön und bye bye, bis zum nächsten Mal.